Hallo und herzlich willkommen zu Yamaha Experts Online. In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen die verschiedenen Digitalpianos und Keyboards von Yamaha. Wir erklären Ihnen die unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, um das richtige Piano für Sie zu finden. Außerdem erfahren Sie Tipps und Tricks, um das Beste aus Ihrem Piano herauszuholen. Das neue P525 ist das Flaggschiff der P-Serie von Yamaha und setzt als portables All-in-One-Instrument mit integrierten Lautsprechern neue Maßstäbe für Anfänger und Profis. Die neue Klaviatur und der Sound des Konzertflügels zeichnet das P525 aus. Mit den neuen Funktionen hat man noch mehr Spaß mit den vielen Möglichkeiten des P525. Wir starten mit der neuen Klaviatur. Bei einem echten Flügel spürt man den Unterschied der Vibration beim Auftreffen des Hammers auf die Saite. Dieser Unterschied zwischen den dicken Saiten im Bass und den dünneren Saiten in den Höhen ist ausschlaggebend für ein gutes Spielgefühl und eine bessere Dynamik beim Spielen. Und diese Dynamik ist für Anfänger und fortgeschrittene Spieler an den Tasten gleichermaßen wichtig. Mit der neuen Grand Touch S-Klaviatur liefert das P525 genau diese Dynamik und hat durch die nachhaltig gewonnenen Holzelemente in der Klaviatur einen authentischen Hebel, wie bei einem echten Flügel. Das synthetische Elfenbein sorgt für einen perfekten Grip und lässt so auch in Sachen Spielfluss keine Wünsche offen. Ein zusätzlicher Dreifachsensor scannt zu jeder Zeit die Position und Bewegung der Taste und setzt dies klanglich perfekt um. Und damit sind auch schnelle Repetitionen und Läufe sehr gut umsetzbar. Selbst der Druckpunkt des P525 ist 1:1 wie bei einem akustischen Klavier spürbar. Jeder Pianist, der nach einem portablen Instrument mit sehr guter Klaviatur sucht, wird mit dem Stage Piano P525 fündig. Mit dem P525 bekommen Sie den Klang des größten Konzertflügels von Yamaha und wir hören uns diesen wunderschönen Klang des 2,74 Meter langen CFX-Flügels einfach mal an. Der zweite Sound ist der einzigartige Charakter des Konzertflügels Bösendorfer Imperial. Wir hören ihn uns an. Zusätzlich gibt es natürlich weitere Sounds, wie zum Beispiel Electric Pianos. Neue Orgelklänge, wie zum Beispiel die Jazz Organ 1. Oder eine Vielzahl von XG-Sounds. Beim Benutzen von Kopfhörern erlebt man die beiden Konzertflügel CFX und Bösendorfer Imperial auch noch als binaurale Samples. Was sind binaurale Samples überhaupt? Binaurale Samples sind eine zusätzliche Aufnahme, bei der dreidimensionales Hören mit Kopfhörern für Sie möglich wird. Dabei werden Mikrofone an die Ohren einer Puppe angebracht, die an dem jeweiligen Flügel sitzt. Damit werden die Klänge in 3 Dimensionen von allen Seiten inklusive der Hörschatten aufgezeichnet. Im Moment des Spielens haben Sie also das Gefühl, wie ohne Kopfhörer direkt vor dem Flügel zu sitzen, anstatt den Klang nur aus dem Kopfhörer zu hören. Und das macht das Spielen deutlich komfortabler und sorgt für längeren Spielgenuss mit Kopfhörern. Weitere Gründe für den realistischen Flügelsound des P525 sind die Saiten- und Klangresonanzen. In einem akustischen Flügel vibrieren nicht nur die Saiten, die man spielt, sondern eben auch andere Saiten als Reaktion darauf. Dieses Zusammenspiel von sattem Klang ist der Grund für den komplexen und vollen Sound des P525. Dieses Phänomen wird mit der von Yamaha entwickelten Technologie VRM, Virtual Resonance Modeling, im P525 perfekt umgesetzt.
In Echtzeit werden somit alle Resonanzen zusätzlich zum gedrückten Ton abgespielt und machen diesen Sound so zu einem Erlebnis wie an einem echten Konzertflügel. Weitere Features für das neue Piano-Erlebnis ist das Grand Expression Modeling, die bessere Benutzerfreundlichkeit mit Registration, eine Bluetooth-Audio- und MIDI-Verbindung sowie den USB-C-Port und das neue LCD-Display. Das neu entwickelte Verstärker- und Lautsprechersystem hebt das P525 mit einem deutlich verbesserten Sound auf ein neues Level. In Sachen Apps bietet die Smart Pianist App und die Rack & Share App weitere Möglichkeiten. Auf diese gehe ich nachher nochmal genauer ein. Falls Sie das P525 doch ohne Stativ, zum Beispiel auf einem Tisch nutzen möchten, sorgt der Equalizer für die beste Soundausbreitung und zusätzlich möchte ich nochmal auf die professionellen Einstellungsmöglichkeiten des Sounds hinweisen. Im sogenannten Piano Room können Sie zum Beispiel den Flügeldeckel oder die Brillanz ändern oder auch den Raumklang. Für diejenigen, die gerne einen härteren oder weicheren Anschlag bevorzugen, kann hier sogar die Tastensensitivität eingestellt werden. Das P525 hat eine Polyphonie von 256 Tönen, also reichlich genug, um jegliche Klangvielfalt aus dem Instrument rauszuholen. Am Anfang des Videos habe ich gesagt, dass das P525 auch gerade für Anfänger und Einsteiger super Funktionen bietet. Da haben wir zum einen die Duo-Funktion, die Klaviatur wird hier in 2 Zonen aufgeteilt. Als Beispiel spielt der Lehrer auf der einen Seite und Sie auf der anderen und beide haben exakt dieselben Töne in der gleichen Oktave und Sie können deutlich einfacher lernen. Zusätzlich gibt es noch die Dual-Funktion. Bei dieser werden 2 Sounds übereinander gelegt und man kann so zum Beispiel Piano und Streicher verbinden. Die Split-Funktion ist eine weitere Möglichkeit, Spaß an den Tasten zu haben und teilt die Klaviatur in 2 Soundbereiche auf. Das klingt dann zum Beispiel so. Eine weitere sinnvolle Funktion ist das integrierte Metronom und die dazugehörigen Rhythmen. Im P525 haben Sie die Möglichkeit, entweder das Metronom zum Einstudieren Ihrer Lieder zu benutzen oder die Rhythmen, was meiner Meinung nach noch mehr Spaß bringt. Es gibt Schlagzeug- und Basseinheiten, die Sie bei Ihrem Spiel in verschiedenen Genres begleitet und automatisch unterstützt. Die beste Art und Weise, sich selbst zu kontrollieren, ist und bleibt, sich beim Spielen zuzuhören. Meistens klingt es sogar besser, als man denkt. Entweder nehmen Sie den Song in einem MIDI-Format auf, dann können Sie die Noten sogar später bearbeiten oder ausdrucken, oder Sie nutzen die Audioaufnahme, um exakt den tollen Flügelsound aufzunehmen, den Sie sich in diesem Moment wünschen und können diese Datei dann auch direkt an Freunde und Familie weiterleiten. Ein wirkliches Highlight, was Sie mit Ihrem P525 unbedingt nutzen sollten, ist die Yamaha Smart Pianist App. Laden Sie sich einfach die App auf Ihr iOS oder Android-Tablet oder auch auf Ihr Handy und schon haben Sie Zugang zu allen Funktionen des P525 und sogar noch ein paar mehr. In der App Smart Pianist können Sie im Piano Room Ihren Flügel einstellen oder sogar Ihren Flügeldeckel ändern. Bei einem geschlossenen Flügel klingt der CFX-Flügel so. Und mit geöffnetem Flügeldeckel haben Sie eine ganz andere Klangvielfalt
Und Sie können Ihren Flügel auch noch in einen anderen Raum, wie zum Beispiel in eine Kathedrale, stellen und dort erhöhen Sie dann den Hallanteil. Weitere Einstellungen finden Sie hier und können zum Beispiel Ihren Raumklang hier noch einstellen oder zum Beispiel die Dämpferresonanzen verändern. Es ist sogar möglich, Ihr eigenes Spiel als Noten anzeigen zu lassen. Auch diese Datei können Sie dann wieder weiter bearbeiten oder zum Beispiel mit Freunden teilen. Wenn Sie diese Datei speichern, haben Sie automatisch schon die Notendarstellung Ihres gespielten Stückes. Wenn Sie Ihren Lieblingssong schon immer mal am Piano begleiten wollten, nutzen Sie dazu einfach die Bluetooth-Funktion des P525 und begleiten sich zu Ihrer Audiodatei einfach am Piano selbst. Wie Sie merken, ist das neue P525 mit zahlreichen professionellen Features ausgestattet und kann so auch für Sie perfekt für Produktion am Computer genutzt werden. Dafür nutzen Sie das Piano als Master Keyboard oder nutzen die tollen Sounds für Ihre Projekte. Egal, ob Sie das P525 für zu Hause, das Studio oder die Bühne verwenden möchten, mit diesem Piano stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Mit dem speziellen Stativ des P525 passt es auch optisch in jede Einrichtung und kann mit dem optionalen Dreifachpedal für die Spielweise wie bei einem echten Flügel erweitert werden. Alle Bühnenbegeisterten, die von Auftritt zu Auftritt ziehen, sollten sich unbedingt das neue portable Dreifachpedal FC35 von Yamaha anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten einiges über unsere Instrumente erfahren. Für weitere Informationen und Beratungen wenden Sie sich gerne an Ihren Yamaha-Fachhändler in Ihrer Nähe. Ich freue mich, wenn Sie sich die weiteren Experts-Videos anschauen und wünsche Ihnen dabei viel Spaß.